Hand aufs Herz. Hast du dich schon mal gefragt, ob mit deinem Wellensittich alles stimmt, wenn er nachts wie eine Fledermaus an der Käfigdecke hängt? Oder warum er sich in die engste Spalte quetscht, die er finden kann? Oder warum die Vögel immer wach zu sein scheinen, egal wie oft ihr in der Nacht nach ihnen seht? Schlaf ist für unsere kleinen Australier nicht einfach nur Erholung. Denn wer in der freien Wildbahn als Beutetier überleben will, muss immer, auch nachts, auf der Hut sein. Ähnlich wie die Erdmännchen wird deshalb mindestens ein Vogel nachts Wache halten. So kann er die anderen Schwarmvögel warnen, wenn sich ein Raubvogel nähert. Heute entschlüsseln wir gemeinsam die Geheimnisse der Valley-Nachtruhe. Wir klären, wie sie es schaffen, stundenlang auf einem dünnen Ast zu schlafen, ohne herunterzufallen. Und, ganz wichtig, ich zeige dir 2 Schlafpositionen, bei denen bei dir sofort alle Alarm schrillen sollten. Kapitel 1: Warum immer ganz oben? Um zu verstehen, warum dein Hansi unbedingt auf der Schaukel ganz oben unter der Decke schlafen will, müssen wir eine Reise ins australische Outback unternehmen. In der Natur lauert der Tod meist am Boden. Schlangen, kleine Raubbeutler, verwitterte Katzen. Sie alle jagen nachts. Die sicherste Zone? Die dünnsten Zweige in den höchsten Baumkronen der Eukalyptuswälder. Denn dort kann selbst der beste Kletterer unter den Beutegreifern keinen Halt finden. Das Phänomen nennt die Wissenschaft negative Geotaxis, der Drang, sich vom Erdboden wegzubewegen. Übrigens der Grund, warum deine Wellies, schon bevor sie dich sehen, wissen, dass jemand ins Zimmer kommt. Sie spüren die Erschütterungen auf dem Boden durch deine Schritte. Ein Warnsignal, das sie vor Beutegreifern schützt. Aber es geht nicht nur um Sicherheit, es geht auch um Wärme. Oben im Blätterwerk oder eben an der Zimmerdecke im Vogelzimmer hält sich die warme Luft. Dein Welli spart also Energie, wenn er oben schläft. Wenn dein Vogel also an der Decke in der Voliere hängt, ist das keine Angststörung. Er folgt seinem Instinkt. Er sucht den sichersten und wärmsten Platz. Fehlt eine wirklich hohe Sitzstange im Käfig, wird eben das Gitterdach zum Schlafplatz. Übrigens ist das auch mit ein Grund für den Streit um den besten Schlafplatz. Denn wer ganz oben sitzen darf, gibt im Schwarm den Ton an. Die Physik des Greifens, der Kabelbindertrick. Aber Moment mal, wenn wir einschlafen, lassen unsere Muskeln los. Wir würden vom Ast fallen, wie ein nasser Sack. Warum passiert das dem Wellensittich nicht? Hier kommt echte Ingenieurskunst der Natur ins Spiel. Der Digital Tendon Locking Mechanism, kurz TLM, und auf Deutsch Sehnenverriegelungsmechanismus. Stell dir die Sehnen in den Vogelbeinen wie ein Kabelbindersystem vor. Die Sehnen sind nicht glatt, sie haben tausende winzige Noppen, die Tubercula. Die Hüllen, in denen sie gleiten, haben passende Rillen. Sobald der Vogel in die Hocke geht und seine Zehen um den Ast schließt, rasten diese Noppen ein. Klick, der Griff ist fixiert. Es kostet den Vogel keine Muskelkraft mehr, sich festzuhalten. Sein eigenes Körpergewicht hält das Schloss geschlossen. Um loszulassen, muss er sich aktiv aufrichten. Diesen Mechanismus haben die Vögel übrigens mit Fledermäusen gemeinsam, also ist der Vergleich nicht ganz abwegig. Kapitel 3: Komfort oder Falle? Das Wedging. Kommen wir zu den Kuschelkandidaten. Manche Wellies klemmen sich nachts regelrecht zwischen Gitter und Spielzeug. Auf Englisch Wedging. Süß, ja. Aber warum tun sie das? Dieses Verhalten nennt man Tikmotaxis. Insekten nutzen es, um sich in Felsspalten warm zu halten. Bei Vögeln und Säugetieren gibt es einen weiteren Grund. Ein Beutetier fühlt sich sicher, wenn es Rückendeckung hat. Berührung bedeutet, von hier kommt kein Angriff. Gerade Vögel, die neu im Schwarm sind oder keinen festen Partnervogel haben, brauchen diese Form der Rückversicherung. Solange der Vogel entspannt wirkt, ist das pures Komfortverhalten. Aber, und das ist ein riesiges Aber, 2 Faktoren solltet ihr nicht ignorieren. Kranke und geschwächte Vögel schlafen auch gerne angelehnt, weil sie nicht mehr die Kraft und Energie besitzen, sich allein auf der Stange zu halten. Sie würden ohne diese Stütze herunterfallen. Und das Brutverhalten der Wellensittiche kann hier auch zu Problemen führen. Vielleicht habt ihr so eine schicke Rebenkugel oder eine Korkröhre im Käfig hängen. Und eine eurer Hennen liebt es darin zu schlafen. Das Problem: Wellensittiche sind Höhlenbrüter. Für eine Henne ist eine dunkle, enge Kugel kein Schlafplatz, sondern eine Einladung zur Brut.
Sie gibt den hormonellen Startschuss und signalisiert dem Körper, es ist Zeit, Eier zu legen. Das ständige Sitzen in dieser Höhle stimuliert die Hormonproduktion der Henne. Das führt zu Dauerlegen, Kalziummangel und aggressiver Revierverteidigung. Lasse also die Hennen möglichst nicht in einem höhlenartigen Spielzeug schlafen. Wir wollen unsere Vögel gesund halten und nicht in eine kräftezehrende Dauerbrut treiben. Kapitel 4: Warnsignal Lorfing. Und damit kommen wir zum wichtigsten Punkt dieses Videos, das Flachliegen oder Lorfing. Gesunde Wellensittiche machen das zum Entspannen. Gerade Seniorenwellies entlasten so ihre Beine, die häufig von Arthrose, Arthritis oder Gicht betroffen sind, wie die Hände menschlicher Senioren. Aber besonders bei Hennen kann das plötzliche flach auf dem Bauch liegen ein Warnsignal sein. Das ist dann kein Chillen mehr, das ist ein Notfall. Der Unterschied: Ein gesunder Faulenzer ist wach oder döst und hat klare Augen. Er wird sich sofort aufrichten, wenn ein Artgenosse kommt oder Gefahr droht. Ein kranker Vogel wirkt apathisch und zeigt das typische Schwanzwippen, wenn er Probleme mit der Atmung hat. Die sogenannte Schwanzatmung. Er wird den Partnervogel ignorieren, vielleicht sogar aggressiv reagieren und versuchen, ihn wegzujagen. War die Henne in Brutstimmung, dann könnte die Haltung auf Schmerzen im Bauchraum hindeuten. Ein Ei könnte auf den Ischiasnerv drücken und die Beine lähmen. Im schlimmsten Fall könnte sogar ein Tumor zu viel Raum einfordern und die Haltung provozieren. Auch akuter Kalziummangel macht die Beine nutzlos. Siehst du dieses Verhalten nicht nur während der täglichen Siesta, sondern auch nachts oder sogar dauerhaft? Pack den Vogel ein, geh zum vogelkundigen Tierarzt und lass deinen Wellensittich untersuchen. Warte nicht ab. Kapitel 5: Mein Fazit. Unsere Wellies sind Meister der Anpassung. Sie suchen hohe Schlafplätze auf für die Sicherheit des Schwarms. Sie nutzen biomechanische Tricks zum Energiesparen und schlafen gut geschützt in Deckung. Unsere Aufgabe ist es, ihren Lebensraum so zu gestalten, dass diese Instinkte erfüllt werden. Also brauchen sie im Käfig oder Voliere möglichst hohe Sitzplätze und vielleicht sogar Sitzbretter oder andere Sitzplätze, die ihnen Rückendeckung geben. Damit die Hennen dabei nicht in gefährliche Brutstimmung kommen, solltet ihr auf höhlenartige Sitzplätze und Spielzeug wie Kugeln oder Röhren verzichten. Bei mir sitzen bisher nur die Hähne in dieser Rebenkugel. Aber beobachtet eure Vögel heute Abend mal ganz genau. Wo sitzen sie? Was fehlt ihnen womöglich, um sich sicher und wohl zu fühlen? Und checkt bei den Hennen, ob sie im Käfig oder der Voliere falsche Höhlen als Schlafplatz nutzen könnten. Deswegen sollten übrigens auch diese Zelte tabu sein, die es im Handel gibt. Das mag zwar niedlich aussehen, aber auch die können die Hennen in Brutstimmung bringen. Neugierig wie unsere Wellies, lasst uns unser Wissen teilen, damit wir jede Woche etwas Neues über unsere kleinen Federbälle lernen. Bis zum nächsten Mal.